Werkzeuge, die schleichen sich ganz leise ins eigene Arbeiten und plötzlich will man sie gar nicht mehr missen. Genauso ging es mir mit Dehancer, einem Plugin für Photoshop, das digitale Bilder in etwas verwandelt, das fast wie ein echter Film wirkt. Nicht nur ein Filter, sondern ein ganzer Werkzeugkasten für analoge Looks. Und was soll ich euch sagen? Ich bin ehrlich begeistert. Hallo, mein Name ist Tanja, ich bin Porträtfotografin aus Düsseldorf und ich durfte Dehancer in den letzten 6 Wochen intensiv testen. Kostenlos zur Verfügung gestellt, ja, aber ohne Bezahlung oder Vorgaben. Ich habe es ganz unterschiedlichen Shootings eingesetzt. Draußen, drinnen, bei natürlichem Licht und natürlich auch bei Blitz. Und ich habe es ausprobiert, ganz ohne Druck. Nur mit dem Wunsch zu sehen, was kann dieses Tool wirklich? Die Bilder, die ich euch hier gerade zeige, sind genau dabei entstanden. Bearbeitet mit Dehancer während meiner Testphase. Und gleich im Anschluss nehme ich euch mit in den Bildschirm, ja. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr einen solchen Look in Photoshop aufbauen könnt. Das Shooting zu dem Bild, das ich gleich bearbeite, gibt es übrigens bald hier auf dem Kanal. Wenn ihr also auch mal sehen wollt, wie das Bild vor der Kamera entstanden ist, schaut gerne wieder vorbei. Und wenn ihr das Plugin selbst ausprobieren wollt, mit dem Code TDT10 bekommt ihr 10% Rabatt. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, wir befinden uns jetzt in Photoshop und ich habe an sich noch keine Änderungen durchgeführt. Das Bild ist so, wie es aus Camera Raw ist. Ich habe tatsächlich nur ein paar kleinere Sachen entfernt, wie hier den Mast oder hier die Person. Und habe dann eine Ebene angelegt, eine neue. Und jetzt gehen wir einmal in Dehancer rein und ich zeige euch, was man so alles machen kann. Dehancer findet ihr unter Filter, Dehancer Film. Und da geht ihr einmal rein. So, wir sind jetzt einmal in Dehancer drin. Und hier seht ihr, dass wir verschiedene Sachen haben. Als allererstes seht ihr, dass das Bild sich schon verändert hat. Ich habe nämlich schon einen Look angeklickt, der mir gefällt. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Vorher und ein Nachher. Und da seht ihr schon, was für ein Riesenunterschied entsteht. Grundsätzlich auf der linken Seite habt ihr jetzt einmal die verschiedenen Filme und Presets. Bei den Filmen könnt ihr hier verschiedene Filmtypen alle anklicken, die ihr wollt, ob Farbe, Motion, also alles, was ihr wollt. Hier die verschiedenen Farbprofile. Und dann könnt ihr hier Push und Pull, das heißt, ob die über- und unterbelichtet wurden, um verschiedene Filme halt Entwicklungen durchzuführen. Das könnt ihr hiermit simulieren, indem ihr quasi das zum Beispiel einmal hier zurücknimmt. Seht ihr? Und dann einmal nach oben zieht. Es ist ein bisschen Verzögerung bei den Effekten, das liegt aber daran, dass ich einen sehr alten Rechner habe. Das ist sonst nicht so extrem, sondern wird präzise umgesetzt. Wie das genau ist, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, zumindest alle, die analog fotografieren. Ich persönlich liebe den Analog-Look, fotografiere aber gar nicht analog, möchte aber diesen Look auf meinen Bildern haben und deswegen finde ich Dehancer so super. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt die verschiedenen Effekte, die zur Verfügung stellen, die man dann selber noch ganz individuell nochmal feinjustieren kann. Wie ihr sehen könnt, ist alles, wo ein Haken dran ist, wurde alles angesetzt bei diesem Bild. Und zwar haben wir hier den Filmentwickler, Film Compression, Expand, Print, das ist das, was einen sehr großen Unterschied macht. Das ist sozusagen wie die Filme vorher, auf welchem Papier die gedruckt wurden. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Wenn wir das rausnehmen, da seht ihr nämlich, was für einen riesen Unterschied das macht. Und hier könnt ihr euch aussuchen, welche Papierart. Zum Beispiel ist vorgegeben Kodak Endura Glossy Paper. Ihr könnt aber auch auf Fujifilm 3513 Printfilm zum Beispiel umsteigen. Und da seht ihr, dann wirkt das schon wieder ganz, ganz, ganz anders. Genau, wenn ihr Änderungen hier durchgeführt habt, ihr könnt ihr auch ein Preset hier einfach speichern oder euch selber ein neues Preset anlegen unter Plus. Das habe ich auch schon gemacht und genau, da könnt ihr es machen. Wenn euch ein Look besonders gut gefällt, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt, dann könnt ihr die mit einem Herzchen versehen. Ihr seht zum Beispiel bei dem hier steht schon Kodak Vision 3200 Tiron. Das ist nämlich ein Look, den ich selber nochmal feinjustiert habe und abgespeichert habe, weil ich den sehr schön fand. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal, ihr seht, wenn ich hier so rumscrolle, wie viele verschiedene Looks es überhaupt gibt. Und es werden wirklich immer mehr.
Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt zeige ich euch einfach ein paar und dann gehen wir nochmal ins Detail und ich erkläre euch ein bisschen was die verschiedenen Looks bezwecken oder was das ist. Hier sehen wir zum Beispiel ein Fujicolor 13513. Und ich muss sagen, dieser Look gefällt mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ich gehe mal einmal kurz hier rein. Ich finde die Farben, werden super schön wiedergegeben. Ich mache nochmal ein Vorher und ein Nachher. Und da seht ihr, dass es auch ein sehr, sehr schöner Farblook ist, der entsteht. Ansonsten haben wir hier Fujicolor 100 mit Kodak Endura. Das ist nochmal ein kleiner Feinjustage, die aber auch sehr schön aussieht. Genau. Oder hier haben wir noch ein Pro 400. Das ist auch ein sehr schöner Look. Und dann theoretisch gibt es ja auch sehr schöne Schwarz-Weiß-Looks. Ihr könnt hier zum Beispiel sehen, Fujifilm Neopan, finde ich, passt auch sehr gut. Oder Ilford HP 5 plus 400, das gefällt mir auch sehr gut, ne? Und hier unten habt ihr wirklich, nochmal die ganzen Kodaks. Wenn ihr seht zum Beispiel, wie der hier, er gefällt euch sehr gut, aber da ist ein bisschen viel Korn für euren Geschmack, ist nämlich der Zaubertrick, dass ihr das nochmal hier selber nochmal einstellen könnt. Bei Film Developer, wenn ich das jetzt mal anklicke, könnt ihr hier zum Beispiel Kontrastfarben nochmal selber anpassen, genauso wie bei Print, da könnt ihr hier auch die nochmal, ob ihr es dunkler haben wollt oder ob ihr es heller haben wollt, ne? Das könnt ihr natürlich auch, ich sag mal, in eurem normalen RAW-Converter machen, aber was ganz besonders ist bei Dehancer, sind halt die Punkte hier, der Filmkorn, die Halation und den Bloom. Filmkorn habt ihr nämlich hier, dass ihr das wirklich komplett individuell festlegen wollt, die Größe vom Korn, wie viel, also ob ihr es grobkörniger haben wollt, welche Menge, wie viel Schärfe im Bild vorhanden bleiben soll, ob das Bild, also sozusagen, ne, da könnt ihr solche Sachen wirklich ganz dezidiert angeben, ob ihr das in den Schatten, Midtones oder Highlights haben wollt, was Wahnsinn ist. Halation wird in diesem Bild hier jetzt nicht hinkommen, das sind diese Lichthöfe, die entstanden sind, die man früher bei den Filmen eigentlich nicht haben wollte. Es waren diese Reflexe auf dem Film, die wir jetzt aber sehr schön finden, sozusagen diese Halos. Mit dem Mask Mode könnt ihr mal sehen, wo das wirkt. Und da werdet ihr sehen, dass wahrscheinlich hier, nichts anklickt, weil wir hier gar nichts haben an sich, an, diesen Lichtern. Aber was zum Beispiel wirkt, ist der Bloom-Filter. Ich nehme den einmal raus. Da seht ihr schon, was der Unterschied macht. Der Bloom-Filter ist das, was ihr heute mit den Blackness-Filtern selber macht, dass die Highlights nochmal ein bisschen zerstäubt werden. Wir gehen hier einmal auf den Mask-Mode, dann könnt ihr nämlich auch sehen, wo denn was passiert. Komischerweise sieht man jetzt hier nur sehr wenig. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch überhaupt so wiedergegeben wird. Ich glaube bei euch, ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so sehen, wie ich das hier sehe, weil die Wiedergabequalität oder die Details nicht so stark sind. Ja, jetzt seht ihr es, glaube ich. Wenn ich das verstärke, seht ihr, wo es wirkt. Ich gehe mal auf Amplify, deutlich. Und ich hoffe, dass ihr jetzt sehen könnt, genau. Ne, das sind alles die Effekte, wo das wirkt. Alles, wo die hellen Bereiche sind quasi oder Highlights sind, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ich nehme jetzt einmal den Mask Mode raus, dass ihr jetzt nochmal sieht, wie extrem das ist, wenn wir das jetzt einmal anklicken und rausnehmen. Seht ihr? Das ist halt quasi hier, da seht ihr es. Ich gehe mal ganz dicht dran, einmal hier beim Rock. Und hier haben wir ja so ein Highlight, ne, so eine helle Stelle. Und das streut dann quasi. Ich nehme nochmal das Blumen raus. Und da seht ihr es, ne? Ist schon sehr extrem, was das für einen Unterschied macht, ne? Ich nehme jetzt wieder die Amplify nochmal raus. Und ich glaube, ich fand entweder dieses Fujicolor 100 oder das Kodak Vision 350D eigentlich ganz schön. Es gibt auch ein paar ausgefallene Looks. So, gucken wir mal das hier. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, wir haben schon unseren Gewinner gefunden. So, und hier seht ihr auch, da gibt es noch ein paar so ganz extreme. Ihr könnt tatsächlich hier wirklich alles, die Vignettierung nochmal im Detail anpassen. Da müsst ihr euch selber mal bei den verschiedenen Filmlooks durcharbeiten. Und wenn ihr dann fertig seid, wenn ihr sagt, hier ist nochmal vorher und nachher, da seht ihr, was für einen Unterschied das macht.
euch gefällt der Look, ihr wollt ihn aber vielleicht gar nicht mal so stark haben, da gebe ich euch einen kleinen Geheimtipp. Ihr könnt dann einfach die Deckkraft der Ebene reduzieren. Seht ihr? Und dann habt ihr ein nicht so starkes Ergebnis. Ja, ihr könnt quasi eure Looks damit ganz individuell nochmal festlegen. Und das ist die Magie von Behance, dass ihr wirklich die Analog-Looks in die digitale Fotografie reinbringen könnt und die dabei noch ganz individuell anpassen könnt. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch Lust gemacht, selbst ein bisschen mit dem Look zu spielen. Behance ist für mich mehr als nur ein Effekt. Es ist eine Möglichkeit, digitalen Bildern Gefühl, Tiefe und ein Stück Nostalgie zu geben. Und das auf eine Art, die sich anpassen lässt. Von ganz subtil bis richtig charakterstark. Wenn ihr das Plugin ausprobieren wollt, den Rabattcode TDT10 und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wie immer, ich werde für meine Meinung nicht bezahlt. Meine Begeisterung ist echt und entstanden durch die Arbeit mit dem Tool. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Vielleicht entdeckt ihr ganz neue Seiten in euren Bildern. Danke, dass ihr dabei wart und ich sage mal Tschüss, bis nächste Woche.